Kollege. OP-Vorbereitung. Das Prozedere kennen Sie. Alles klar, danke. Konstantin hat dir übrigens eine CD gebrannt. Okay. Ich leg sie hier hin. Tja, Gregor. Kleines Dankeschön dafür, dass du für mich im Knast schmoren wirst. Die OP hat er gut überstanden. Aber ob er wieder laufen können wird, ist noch nicht sicher. Kaffee? Ist lieb, aber ich mache mich nur kurz frisch und fahre wieder zu ihm ins Krankenhaus. Cecile, Leonard ist eine Kämpfernatur. Er schafft das. Ich werde mich mal beeilen. Ich will bei ihm sein, wenn er aus der Narkose aufwacht. Ach so, könntest du mir einen Gefallen tun? Ich habe da ein paar Sachen hingelegt von Leonard. Ich packe sie für dich ein. Danke. Typisch Gregor. Was ist das denn? Hey, was macht ihr denn hier? Hey, was soll der Scheiß? Au! Ich wusste gar nicht, dass dir so wenig am Leben liegt. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Du hast uns beklaut. So ein Quatsch! Jemand hat sich an dem Sarg zu schaffen gemacht, die im Futter eingenähte Beute gefunden und einen Teil mitgehen lassen. Es gibt aber nur 4 Menschen, die von dem Versteck wussten. Schrank, Ich war's nicht. der Prediger und ich sind es auch nicht gewesen. Tja, da bleibst dir nur noch du. Wir wollten die Kohle eigentlich erst in Paraguay teilen. Ja, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Tu dir keinen Zwang an. Ja, das würde ich ja gerne, wenn dieser Gorilla mich mal... Au! Hey, lass ihn los. Also? Ja, ich hab die Kohle genommen. Klar, hey. Aber das war alles Teil meines Plans. Oh, danke. Du bist ein Schatz. Jetzt guck nicht so. Er wird wieder gesund, hast du selbst gesagt. Ja, klar. Grüß ihn von mir. Mach ich. Und danke nochmal. Hallo. Hi. Bist du gerade auf dem Sprung? Ja, zu Leonard. Oh, ich schaue da bald auch mal vorbei. Grüß ihn von mir. Mach ich. Tschüss. Klar. Hier ist was los. Erst hat Leonard diesen Unfall und dann klaut jemand meinen Heli. Ich hab den x-mal gecheckt. Aber da ist nichts. Keine Spur, die mich zu dieser Sonja Sommer oder wie auch immer sie heißen mag, führen könnte. Vielleicht hilft dir das weiter. Das sind meine Sportsachen, ja und? Oh, ich wusste gar nicht, dass du statt Handeln Geldscheine stemmst. Das darf nicht wahr sein. Hat sie meine Entschuldigung eigentlich angenommen?
Das war ein Freundschaftsgeschenk. Nicht, dass sie sich jetzt wieder Hoffnung macht. Komm jetzt, Lisa steht jetzt auf andere Sachen. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Schön, dass du da bist. Wie geht's euch beiden? Das wollte ich dich gerade fragen. Der Arzt sagt, die OP ist gut verlaufen. Ja, ich fühle mich auch schon wieder, als sei ich ganz der Alte. Oder auch nicht. Langsam, hm? Erhol dich jetzt erstmal. Ja. Die WG wird wohl noch eine Weile auf mich warten müssen. Aber schließlich kriegen sie hier auch Geld dafür, dass ich rumnerve. Sie freuen sich alle darauf, wenn du wieder da bist. Wahrscheinlich wissen sie noch gar nicht, was ich im Rollstuhl für eine Belastung für sie sein werde. Möglicherweise sogar für immer. Hallo? Hast du nicht mal gesagt, positiv denken hilft heilen? Ja, du hast recht. Du wirst wieder laufen können. Und hier bleibst du nur so lange wie nötig. Schade, ich hatte mich gerade an die netten Krankenschwestern gewöhnt. Ach, ja. Bitte nicht aufs Bett setzen. Nette Krankenschwestern. Was soll ich dir noch sagen, damit du mir endlich glaubst? Wie wär's mit der Wahrheit? Herrgott, das ist die Wahrheit! Ich bin mit den Landsteins befreundet und mit dem Überfall auf ihren Geldtransport habe ich nichts zu tun. Dass du mir sowas überhaupt zutraust. Dann erklär mir doch bitte, warum du ein Alibi von mir verlangt hast. Weil meine Kundin, mein echtes Alibi, spurlos verschwunden ist. Ich hatte Angst. Ist das so schwer zu verstehen? Ich gehe jetzt zur Polizei. Und ich sag denen, was ich weiß. Von Sonja Sommer und davon. Gregor, deine Callboy-Nummer mit einer Kundin, die anonym bleiben will, das nehmen die dir vielleicht noch ab. Aber wie willst du das denn mit dem Geld erklären? Keine Ahnung. Fällt dir denn auch niemand ein, der dir das untergeschoben haben könnte? Ich habe keinen Schimmer. Also wer sowas tut, der muss dich wirklich hassen. Man kann kein Omelett machen, ohne ein paar Eier zu zerschlagen. Hm? Was denn für ein Omelett? Wir verlieren ein paar Euro, okay. Aber dafür liefern wir der Polizei den Täter auf einem Silbertablett und sind fein raus. Es wäre nur nett gewesen, wenn du uns vorher informiert hättest. Unser Gorilla hier hätte doch gar nicht kapiert, was ich vorhabe. Hey, komm jetzt, lass gut sein. Der Prediger ist unterwegs nach Paraguay, um die Beute in Empfang zu nehmen. Deine Idee ist nicht schlecht, aber ob die auch funktioniert? Das wird sie. Um nach meinem anonymen Anruf sich einen Durchsuchungsbefehl zu beschaffen, braucht die Polizei circa 2 Stunden. Okay. Ich war noch nie in Asien. Paraguay liegt in Südamerika, du Trottel. Meine ich doch. Na, dann wäre ja alles geklärt. Fräulein Sommer, Würde ich immer noch Lara. ich schlage vor, wir benutzen den Hinterausgang. Okay. Es geht los.
erstmal müssen wir dafür sorgen, dass dieses verdammte Geld aus der Wohnung verschwindet. Ja, vielleicht hat die Polizei ja schon einen Tipp bekommen. Hallo, ihr zwei. Hi. Hi. Ganz liebe Grüße von Leonard. Ach, wie geht's dir denn? Besser. Es gibt nur ein Problem. Und zwar, könntet ihr damit leben, wenn Leonard und ich erstmal in der WG bleiben? Na klar, das ist überhaupt kein Thema. Ja, klar könnt ihr bleiben. Es wird nur einiges auf euch zukommen. Zum Beispiel, wenn... Sissy, ist aber nicht böse. Ich muss dringend los. Können wir das ein andermal besprechen? Klar. Ja? Okay. Die Polizei tappt im Dunkeln, klar. Ich wüsste, bei wem ich mit meinen Recherchen anfangen würde. Wie bei wem? Es wird doch wohl kaum jemand den Überfall auf den Geldtransporter alleine durchgezogen haben können. Nein, ich rede nicht von der Dreckarbeit, Nicole, sondern davon, wer diesen ganzen Coup überhaupt ausgeheckt hat. Da steckt garantiert Tanja von Anstetten dahinter. Ich würde gern zahlen. Klar. Na, ziemlich viel Stoff, hm? Ich muss noch so viel machen für mein Referat. Worum geht's denn? Der Einfluss des Rokoko auf die Architektur des Rheinlandes. Das klingt ja richtig spannend. Aber wenn ich den ganzen Krempel nur abschreibe, kriege ich nie eine gute Note. Ich müsste so ein bisschen Rokoko wenigstens mal gesehen haben. Und vielleicht ein paar Fotos machen. Man könnte sich ja mal informieren, wo so ein Rokoko-Schloss liegt. Aber da weiß ich jetzt auch nicht weiter. Ihr seht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ferdinand hat mich schon vor Monaten zu dieser Jagdgesellschaft eingeladen und ich wollte ihm nicht so kurzfristig absagen. Dir wird's gut tun, mal für eine Weile abzuschalten. Und? Löscht ihr gerade die Weltbevölkerung aus? Das Universum. Ist das okay, wenn wir hier weiterspielen? Hauptsache, ihr seid fertig, wenn ich von meinem Jagdausflug zurück bin. Ja, klar. Was den Überfall betrifft. Hältst du mich auf dem Laufenden? Ja, selbstverständlich. Geh schon ran. Sag mal, riecht hier was angebrannt? Mein Spiegelei. Ja, hi. Ja, hi, ich bin's, Lisa. Ja, also ich sitze hier gerade über meinem Referat für Kunst und Schloss Königsbrunn wurde doch zu großen Teilen vom Rokoko beeinflusst, oder? Ja, ich glaube schon. Das ist ja super. Könntest du mir vielleicht gleich so eine kleine private Führung geben? Nee, das geht leider nicht. Paul und ich sind gerade auf dem Weg zum Beachvolleyball. Ja, okay. Also, ciao. Tschüss. Habe ich was verpasst? Beachvolleyball? Deine Schwester schreibt angeblich ein Referat oder so und wollte, dass ich ihr das Schloss zeige. Das muss nichts zu bedeuten haben. Ach nee. Jedenfalls gut, dass sie abgesagt hast. Ey, sonst kapiert sie es nie. Dann sind wir uns ja einig. Ein paar Belastungen kommen schon auf deine Mitbewohner zu. Nicht nur das, wir kriegen ja auch bald ein Baby. Vielleicht gäbe es noch eine andere Variante. Ich weiß allerdings nicht, ob sie dir gefällt. Oh, das geht nicht. Ich kann doch nicht einfach Leonards Privatsachen durchwühlen. Ja, soll ich Silkes Zimmertür eintreten? Wir müssen den Schlüssel finden. Fingerabdrücke. Du bist ja wirklich ein Profi. Die Spuren müssen wir verwischen. Willst du dir jetzt eine Socke über den Kopf ziehen? Nathalie, mir ist jetzt wirklich nicht nach Späßen. Sorry. Und? Moment. Oh Mann, ich kann den blöden Schlüssel nicht finden. Wieso musst du das Geld auch ausgerechnet in Silkes Wohnung deponieren? Wieso bringst du die Kohle nicht in irgendein Schließfach oder so? Wenn mir Tanja von Anstetten dieses Geld untergeschoben hat. Wenn? Ja, Frau Schneider ist davon überzeugt. Und nachdem, was Ansgar mir über diese Frau erzählt hat, Okay. Weiter? jedenfalls gehe ich davon aus, dass das Geld in meiner Tasche nur einen Zweck hat. Jemand. Möglicherweise Tanja von Anstetten.
Jemand will dir was anhängen. Wer auch immer, jedenfalls muss das Geld weg, bevor die Polizei hier ist. Ich hab ihn. Los, Geld rüber in die Wohnung. Hab ich das jetzt richtig verstanden? Konstantin ist mit Paul unterwegs und Nico muss was lernen. Entschuldigt mal, es gibt doch noch mehr von Lahnsteins. Ja, schon, aber... Ja, du bist doch sehr gut mit Carla von Lahnstein befreundet. Und die weiß viel über Kunst. Also wenn jemand Lisa was übers Rokoko erzählen kann, dann doch sie. Aber Carla ist Geschäftsfrau. Und sie hat bestimmt Besseres zu tun, als Lisa bei ihrem Referat zu helfen. Da frag sie doch. Kostet doch nichts. Ach komm, bitte. Vanessa, was macht die denn hier? Keine Ahnung, aber ich lasse euch mal allein. Okay. Hallo, Gregor. Das hat ja ewig gedauert. Vanessa, ich habe wirklich keine Zeit jetzt. Ich muss aber unbedingt mit dir reden. Du wolltest aber jetzt nicht ins Fitnessstudio? Doch, Es gibt da ein neues Projekt, über das ich unbedingt mit dir reden muss. verstehe, aber ich habe wirklich keine Zeit. Aber das ist die Chance deines Lebens. Vielleicht später, ja? Selbst schuld. Dir entgeht nämlich ein Bombengeschäft. Na, überlegst du jetzt, welches Projekt dir Vanessa vorschlagen wollte? Wer auch immer Sonja Sommer auf mich angesetzt hat, weiß, dass ich als Callboy arbeite. Naja, das schränkt den Kreis der Verdächtigen nicht unbedingt ein. Aber ich war immer diskret. Doch Vanessa weiß davon. Und ihr Vater hat durch den Knast bestimmt einschlägige Kontakte. Vanessa würde doch nie ihrem Vater erzählen, dass du Callboy bist. Außerdem war Bernd zur Tatzeit auf seinem Zimmer. Das kann ich bezeugen. Ich war nämlich da, weil mich dieses ist mir so auf den Keks gegangen. Ich sag dir, der hatte seinen Spaß. Und nicht nur mit einer Frau, sondern mit 2. Naja, war ja nur so ein Gedanke. Jetzt bring die Tasche rüber, bevor die Polizei hier wirklich noch auftaucht. Ich freue mich schon wieder so zurück in die WG zu kommen. Darüber habe ich noch mal nachgedacht. Und? Ich glaube, ich finde es besser, wenn wir eine eigene Wohnung ziehen. Also von mir aus gerne, aber Ich habe mit Elisabeth geredet. Und sie sagt, wir könnten die kleine Wohnung in der Pension haben. du meinst Silkes alte Wohnung? Wenn du kein Problem damit hast. Also ich eher weniger, aber was ist mit dir? Naja, also am Anfang war ich mir nicht sicher, ja? Aber du hättest Gregor in der Nähe. Und Nathalie. Und ich arbeite unten in der Kneipe. Bist du denn sicher, dass dieser Ort der richtige für uns 3 ist? Solange du bei mir bist. Ja. Ich darf doch bitten. Und es kommt dir wirklich nicht ungelegen? Nein, ganz und gar nicht. Ich freue mich, dass ich dir bei deinem Referat helfen kann. Und wie? Sonst interessiert sich leider kaum jemand für die Geschichte von Königsbrunn. Vielen Dank. Gerne. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir mit der Führung. Das Esszimmer. Die Stuckdekoration der Decke spiegelt die Stilepoche des Rokoko in eindrucksvoller Weise wider. Also dann bis später, ne? Was ist mit dir? Möchtest du uns nicht Gesellschaft leisten? Ich sag nur Rokoko. Nichts lieber als Rokoko. Aber meine Schicht fängt gleich an. Schade. Na gut, ich bring dich noch zur Tür. Danke. Beim nächsten Mal, da mach ich dich platt, das sag ich dir. Bei Ego-Shootern hast du keine Chance. Wow. Kann man Beachvolleyball jetzt auch schon am Computer spielen? Entschuldigen Sie bitte die kleine Unterbrechung. Die Führung kann auch schon weitergehen. Gerne. Folgen Sie mir.
Die Küche gehört zur Wohnung, genauso wie dieser Schrank. Ach so. Alles andere hat Frau Voss schon abholen lassen. Ja, Sie kommt zurecht? Ja, danke schön. Gut, dann bis später. Bis später. Tschüss. Tschüss. Tja. Der Kühlschrank. Das ist doch Gregors Tasche. Ja, natürlich. Guten Abend. Abend. Ja, ich bin noch dran. Ja, hier ist nur gerade... Ich hoffe, wir kommen nicht ungelegen. Aber nein, natürlich nicht. Kommen Sie doch rein. Ach, Herr Kommissar. Abend. Was soll das denn? Sie können doch nicht einfach hier... Herr Waldmann, können Sie mir erklären, was das soll? Ich habe einen Durchsuchungsbefehl, also bitte lassen Sie die Männer ihre Arbeit machen, ja? Das geht Sie gar nichts an. Wonach suchen Sie eigentlich? Ich meine, vielleicht kann ich Ihnen ja weiterhelfen. Gern. Sagen Sie mir, wo das Geld aus dem Lahnsteinüberfall ist und meine Kollegen können Ihnen Ihren wohlverdienten Feierabend. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass ich mit dem Überfall nichts zu tun habe? Warten wir doch einfach die Durchsuchung ab. Für mich zählen nur Fakten. Sie schmeißen hier mit Verdächtigung um sich und haben nichts in der Hand. Es gibt neue Zeugen. Die haben den Hubschrauber am Tatort gesehen. Ihr Alibi hilft ihm da nicht wirklich weiter. Heißt das, Sie wollen jetzt auch meinen Hubschrauber auseinandernehmen? Das ist schon passiert. Wir haben Proben von den Kufen genommen und vergleichen sie mit den Spuren am Tatort. Dankeschön und auf Wiedersehen. Gerne. Tschüss. So, und Depp. Wenn du mich damit meinst, dann kann ich dir nur zustimmen. Du musst nicht immer alles auf dich beziehen, Konstantin. Aber ich dachte, als du heute Nachmittag angerufen hast, das sei wirklich nur, um mich zu sehen. Du hast geglaubt, ich will mich nur nicht ranmachen? Weißt du, Konstantin, du nimmst dich einfach viel zu wichtig und dein Frauenbild ist finsterstes Rokoko. Nervös? Warum sollte ich nervös sein? Jürgen, kommst du mal? Und jetzt? Hast du dem irgendwas gefunden? Wir haben die ganze Wohnung durchsucht. Wir haben die verdammte Tasche entsorgt. Was soll uns schon passieren? Gregor, weißt du, was ich in Silkes Wohnung gefunden habe? Cecile. Hey, weißt du, was da drin ist? Ich kann's mir denken.